Und daher geht man jetzt auf diese individualmedizinische Geschichte auch ein. Man spricht hier von Selen, man spricht von Omega-3-Fettsäuren, die ja auch was mit der Entwicklung des Hirns zu tun haben. Man spricht von Patienten mit Glutathionsynthesestörungen oder auch Glutathion-S-Transferase-Schwächen. Man geht hier auf Glutathionschwäche ein. Man geht hier ein auf Untersuchungen nach dem Tod, wo man dann sieht, dass das Kleinhirn atrophiert ist, also selektiv kleiner geworden ist, während die anderen Hirnregionen unauffällig waren. Man sieht punktuelle Schäden in dem vorn gelegenen und am Scheitel, also frontoparietal gelegenen Hirnrinde. Man sieht es in der Sehrinde, man sieht es im Thalamus, also im Stammhirn. Und diese Läsionen ähnelten den Symptomen also die wichtigsten klinischen Symptome sowie die Läsionen im Gehirn, so heißt es, ähnelten den Symptomen einer Methylquecksilbervergiftung, wie sie bei Minamata auftraten. Das heißt also, es muss ja auch dann immer der Patient und auch der Arzt auf die Idee kommen, dass die geschilderten Symptome mit diesen Quecksilbervergiftungen in Beziehung stehen. Nur dann würde man ja auch weiter in dieser Richtung diagnostizieren. Und wenn dann danach nicht die Leiche obduziert und auch in Bezug auf diese Dinge untersucht wird, dann bleibt es sozusagen ein Leben lang ein Geheimnis bis über den Tod hinaus. Quecksilber ist nicht alles. Glutathion ist für die Entgiftung von fast allem notwendig, letztendlich auch von freien Radikalen, Sauerstoffradikalen, Peroxynitriden, die in den Mitochondrien entstehen können. Und Nervenzellen sind die Zellen mit dem höchsten Energiebedarf. Man sieht aber pathologische Veränderungen bei Primaten, also Affen. In diesem Zusammenhang entscheidende Organ das Gehirn. Bei Nagetieren ist es eher die Niere und die peripheren Nerven, auch immer dosisabhängig. Ratten und Kaninchen haben die Spinalganglien. Da geht es also darum, wie von dem Rückenmark dann letztendlich der Ausgang in die Nerven beschädigt wird. Bei höheren Konzentrationen war es das Kleinhirn und das Stammhirn. Und bei Katzen waren die ersten Veränderungen im Kleinhirn, also auch das Gleichgewicht leidet dann. Und man beschreibt wieder die Neuronen, in denen die Neurotoxizität entsteht, also amyotrophe Lateralsklerose zum Beispiel. Und das späte Einsetzen der Symptome lässt durch den langsamen Prozess der Demethylierung und des Transfers des Quecksilbers aus den Gliazellen in die Neuronen sich erklären. Wenn ich es also schaffe, das, was da noch hintransportiert werden soll, aus dem Körper auszuleiten, habe ich eine Begrenzung des Fortschreitens der Neurotoxizität. Zumindest mal als Hypothese, die eine wissenschaftliche Grundlage hat. Spitzenkonzentrationen im Gehirn wurden einen Tag nach Quecksilber-Chlorverbindung und 8 Tage nach Methylquecksilberexposition erreicht. Also auch hier immer die Latenz im Auge haben, wenn Angehörige so etwas wahrnehmen, dass sie dann auch das dann erinnern. Denn derjenige, der davon betroffen ist, der ist in der Situation wahrscheinlich nicht mehr in der Lage, diese Zusammenhänge frei zu äußern. Außerdem gibt es auch noch Quecksilber-Silber-Komplexe und das wurde in Gewebeschnitten gezeigt und die lagen in den Gliazellen vor, aber nicht in den Neuronen und führten aber zu ähnlichen Silbermarkierungen in den Hirnschnitten von Minamata-Opfern und zeigten sich auch in einem Großteil an Radioaktivität in den Gliazellen und auch in den Kleinhirnzellen. Und hier sieht man, dass bei Tieren nach 12 Monaten Exposition wurde bei den Tieren auch einige Ablagerungen in Neuronen gefunden, die nach 18 Monaten noch weiter zunahmen. Also sehen wieder den Beleg der Latenz. Und diese neurodegenerativen Erkrankungen haben eben eine ganz, ganz lange, langsame, voranschreitende Progredienz, bis sie dann plötzlich symptomatisch werden, dass dann auch andere merken, ja, das ist diese Erkrankung. Und dann geht das so schicksalhaft schnell, wenn man dann nicht diese Ursachen, die daran hängen, für sich klar macht und alles sozusagen daran setzt, diese Einflüsse zu reduzieren, zu verhindern nach Möglichkeit. Und ja, dann gibt es natürlich auch keine Heilungsversprechen, aber es gibt eine Chance darauf, dass es eben wirklich besser wird. Jetzt geht es hier
zum Beispiel um Impfungen. Und zwar wird berichtet über die Verteilung von Quecksilber bei Affenbabys durch Ethylquecksilber in Form von Thiomersal intramuskulär injiziert, im Vergleich zu einer zweiten Gruppe von Affen, denen eine Methylquecksilberverbindung oral gegeben wurde. Und in der Studie sollte der Impfplan für menschliche Neugeborene nachempfunden werden. Und Burbacher und andere berichten, dass der Gehalt an organischem Quecksilber im Gehirn der Affenbabys, die Thiomersal erhalten hatten, niedriger war als bei den Affen, die Methylquecksilber oral erhalten hatten. Und damit bestätigen sie die Schlussfolgerung, die Margo und andere aus Untersuchungen am Rattenmodell gezogen hatten. Die Halbwertszeit im Gehirn, definiert als die Zeit des Quecksilbergehalts im Gehirn auf die Hälfte es absinkt, unterschied sich ebenfalls. Und die Clearance-Halbwertszeit, also dass der Quecksilber aus dem Körper wieder rauskommt, von organischem Quecksilber im Gehirn betrug im Mittel 58 Tage nach oraler Exposition gegenüber Methylquecksilber, im Vergleich dazu 14 Tage nach Injektion von Ethylquecksilber. Das heißt, wir haben also auch bei Impfungen mit Thiomersal eine Belastung, die sich letztendlich auch auf das Hirn auswirkt. Wir haben eine Halbwertszeit, die über einen überschaubaren Zeitraum geht. Wir haben aber auch ein Alter des Kindes, wo eben Verletzungen der Nervenzellen diffuser ablaufen, wie wir weiter oben in der Studie uns erarbeitet haben, als bei Erwachsenen, sodass also der Einsatz solcher Gifte mit äußerster Zurückhaltung wahrzunehmen ist und nach Möglichkeit ganz zu vermeiden oder eben auf Zeiträume zu verschieben ist, in denen eine Hirnreifung auch wirklich schon stattgefunden hat. Denn es geht weiter. Die ermittelte Halbwertszeit des organischen Quecksilbers im Gehirn des erwachsenen Affen betrug 37 Tage. Dieser Zeitraum war konsistent über verschiedene Gehirnregionen hinweg und vergleichbar mit der Halbwertszeit von Methylquecksilber im Gehirn von Affenbabys, die Burbacher und andere bestimmt hatten. Die ermittelte Halbwertszeit von Quecksilber zweiwertig im Gehirn derselben erwachsenen Affen variierte erheblich zwischen verschiedenen Bereichen im Gehirn. Sie betrug zwischen 227 und 540 Tagen. Und die Quecksilber 2-Plus-Konzentration unterschied sich ebenfalls deutlich zwischen den einzelnen Hirnregionen. 6 Monate nach dem Ende der Exposition gegenüber dem Methylquecksilber war sie in einigen Bereichen gleich geblieben, also Stammhirn, Thalamus, da geht es scheinbar gar nicht raus. Während sie in anderen, also Hypophyse, da wo im Grunde genommen geregelt wird, wie viel Cortison wir produzieren, wie viel Schilddrüsenhormon wir produzieren, was mit unserem Wachstum einhergeht und so weiter, auf das Doppelte angestiegen war. Also über die Zeit sich verschlimmert und damit dann scheinbar unerklärliche Folgeerscheinungen im Bereich der Hormonachse erzeugen. Untersuchungen ergaben Hinweise darauf, dass das Quecksilber im Gehirn der Affen verblieb und mit einer signifikanten Erhöhung der Anzahl der Immunzellen, also Mikroglia, sowie einem Rückgang der Anzahl der Astrozyten, stützende Zellen und auch immunologisch tätige Zellen verbunden war. Es ist bemerkenswert, dass dieser Effekt 6 Monate nach dem Ende einer chronischen Exposition erst beobachtet wurde. Und dann hat man sich hier die Pheochromozytomzellen angeschaut. Das sind die, die im schlimmsten Fall also ein Tumor sind, der Stresshormone erzeugt und dann Blutdruckspitzen zum Beispiel in Gang bringt. Also in diesen Pheochromozytomzellen beispielsweise ist Methylquecksilber gemessen am Überleben der Zellen 6 bis 40 Mal toxischer als zweiwertiges Quecksilber. Und wenn zweiwertiges Quecksilber und Methylquecksilber in einer Insektenzellinie nahezu gleiche Zellgiftigkeit zeigen, hemmte Methylquecksilber in diesen Zellen die Zellteilungsrate etwa 20 Mal stärker als zweiwertiges Quecksilber. Bedeutet also, würde man das in eine Krebszelle tun unter Umständen, würde sie sich vielleicht nicht teilen, weil sie ja an der Teilung gehemmt wird. Gibt man das in eine Zelle, die wachsen soll, wie zum Beispiel eine Darmschleimhaut, dann haben wir ein echtes Problem. So, darüber hinaus verzögerte Methylquecksilber 10-mal stärker als zweiwertiges das Wachstum von Nervenfasern bei Spinalganglienexplantaten, also herausgenommenen Nerven von Hühnern. Bis natürlich nicht auf Hühner mit Menschen vergleichbar sind, aber
bedeutet, dass wir uns klar machen müssen, dass gerade die Spinalganglien, die ja bei der amyotrophen Lateralsklerose von Bedeutung sind, oder auch wenn wir einen Spinalkanal, Stenosen und so weiter haben, durch die Exposition von Quecksilber erheblich an der Regeneration gehindert werden. So gibt es also eine Reihe von Studien, die die Hypothese stützen, dass zweiwertiges Quecksilber und Methylquecksilber-Exposition das eigentliche Gift sind. Andererseits deutet eine Vielzahl von Arbeiten an unterschiedlichen biologischen Modellen eher darauf hin, dass das zweiwertige Quecksilber eine solche Rolle nicht spielen kann. Wir schließen daraus, dass die Demethylierung von Methylquecksilber zu zweiwertigem Quecksilber nicht der Mechanismus ist, der für die Entwicklung neurologischer Effekte im Verlauf der chronischen Latenz während der Exposition verantwortlich ist. Und deswegen schlugen Clarkson und Margus auch vor, dass die Demethylierung von Methylquecksilber ein Teil der Verteidigungsstrategie der Zellen ist und was auch einmal mehr die Bedeutung der intrazellulären Abhängigkeit zwischen Neuronen und Gliazellen betont. Heißt für uns, dass wir die Problematik hauptsächlich im Methylquecksilber haben und dass diejenigen, die bei gleicher Methylquecksilberexposition besser laufen, wahrscheinlich auch bessere Demethylierungsfähigkeiten haben. So, jetzt haben wir hier nochmal das Problem der Sulfhydrylgruppen, also der SH-Gruppen, der schwefelhaltigen Gruppen, von denen wir oben sprachen.